Im Rheinischen Freilichtmuseum Kommern steht diese Windmühle. Als sie ein neues Flügelkreuz erhielt, konnte die Arbeit des Mühlenbauers im Film festgehalten werden. Die 4 Flügel sind an 2 mächtigen Eichenbalken befestigt. Am Mühlendach, der Kappe, stecken die Bruststücke kreuzweise im Kopf der Mühlenachse. Über eine mächtige Balkenkonstruktion an der Rückseite der Mühle lässt sich die Kappe mit den Flügeln in den Wind drehen. Die Kraft des Windes wird über die Achse in das Innere der Mühle übertragen. Dies ist dieselbe Windmühle, bevor das Flügelkreuz angebracht wird. Der Achsenkopf am Dach der Mühle ist zur Aufnahme der beiden Bruststücke bereit. In diese 2 Öffnungen des Achsenkopfes müssen die Bruststücke eingezogen werden. Am Boden liegt das erste Bruststück, an dem der Mühlenbauer und die Gehilfen das Ende eines Flaschenzuges befestigen. Flaschenzug und eine handbetriebene Erdwinde übernehmen die Funktion eines modernen Krans. Mit diesen einfachen Hilfsmitteln wird man die Bruststücke zum Mühlendach hochziehen. Nun setzen die Männer die Erdwinde zusammen, mit der sie das Zugseil des Flaschenzuges einholen werden. Die Erdwinde besteht aus einem Holzgestell und einem passenden Achsstück. Während der Vorbereitungen wird auch ein Seil angebracht, das ein Ausrichten des Balkens beim Hochziehen ermöglicht. Zwei kräftige Holzstangen dienen zur Übertragung der Muskelkraft auf die Erdwinde. Die Männer beginnen mit dem Hochziehen des ersten Bruststücks. Eine Umlenkrolle führt das Zugseil in die gewünschte Richtung. Indem die Gehilfen die Erdwinde ständig drehen, hebt das Bruststück langsam vom Boden ab. An der unteren losen Rolle des Flaschenzuges hängt die Hebelast. Über die Erdwinde holen die Männer nach und nach das Zugseil ein. Mit dem Seil, das man während der Vorbereitungen angebracht hatte, lässt sich das Bruststück in der richtigen Stellung halten. Schließlich hat die Spitze des Bruststücks den Wellenkopf erreicht. Hier hebelt es der Mühlenbauer in den Durchbruch des Wellenkopfes. Wenn die Spitze des Bruststücks ein wenig über die Wellenkopföffnung hinausragt, muss der Mühlenbauer den Balken provisorisch festsetzen. Er verwendet dafür einen Eisenstab, den er durch ein Loch in der Bruststückspitze steckt. Dies ist nötig, da der Flaschenzug sich so verkürzt hat, dass er neu auseinandergezogen werden muss. Zu diesem Zweck löst der Gehilfe nun den Flaschenzug von der Mitte des Balkens und bringt ihn an seinem unteren Ende neu an. Beim Weiterdrehen der Erdwinde wird das Bruststück in den Wellenkopf eingeschoben. Der Mühlenbauergehilfe verbindet die Kette mit der Rolle des Seilzuges. Nun können die Männer erneut die Erdwinde bedienen, bis das Bruststück ein Stückchen weiter aus dem Achsenkopfloch herausragt. Dann schlägt der Mühlenbauer den Dollen ein, der später zur Befestigung der Flügel dient. Langsam schiebt sich der Bruststückbalken durch die kastenartige Führung im Achsenkopf.
Schließlich hat das Bruststück seinen endgültigen Sitz erreicht. Nun muss es der Mühlenbauer fest verkeilen. An nur